Oh hey! Könnt ihr euch noch etwa an mein Robot Dreams Video erinnern? Link dazu in der Videobeschreibung. Denn in diesem Video habe ich einen Film namens Robot Dreams, mehr oder weniger ein Indie-Animationsfilm, hochgelobt. Und dasselbe werde ich auch hier machen. Natürlich ist dabei die Rede vom 2024 Oscar Animated Feature Gewinner Flow. Also folgt mir auf der Reise, wie ich euch über Flow belehre, was ihr alles dazu wissen müsst und was meine Meinung hier ist. Bedenkt, hierbei kann es nicht zu Spoilern kommen, da der Film mehr oder weniger keine großen Spoilers in sich hat. Manche Keypoints werde ich natürlich erwähnen, also falls ihr das etwa als Spoiler anseht, dann klickt vielleicht etwa von diesem Video weg und schaut euch erstmal den Film an. Anyway, alles Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Und wo kann ich denn nun etwa mit Flow beginnen? Der Film ist ein ganz besonderer, denn nicht nur stammt er etwa aus Europa, um genau zu sein Belgien, Lettland und Frankreich, nein, es ist auch ein sehr, sehr indiehafterer Animationsfilm. Denn anders als viele andere Animationsfilme und ebenso auch wie bei Robot Dreams, kommt dieser Film ohne Dialog aus. Hierbei ist es aber deutlich mehr, ohne wirklich den richtigen Sound, auch von den Tieren selbst. Doch was ist nun die Story? Kurz gesagt, eine junge Katze hat in einem unbewohnten Haus mitten im Wald Zuflucht gefunden und eines Tages lässt eine Sturzflucht ein Hochwasser entstehen, das die Katze dazu zwingt, zusammen mit einem Golden Retriever, einem Lämmern, einem Tretvogel oder einem Wasserschwein auf ein Boot Zuflucht suchen. Und das ist das Wichtigste, was ihr über den Film wissen müsst. Was ist etwa wie ein epischer Action-Abenteuerfilm vielleicht auf den ersten Blick klingt. Ich meine, diese ganze Zuflucht klingt schon ein wenig actionhaft, ist ein deutlich melancholischerer, ruhigerer und nicht wirklich actiongeladener Film. Dafür aber ist dieser Film so wunderschön. Die Animationen sind deutlich anders als die typischen Animationen, die wir mittlerweile gewohnt sind von 3D CGI-Animationsfilmen à la Disney, DreamWorks oder sogar auch die Hybrid-Version à la Spider-Verse und Puss in Boots 2. Denn das Besondere hierbei ist, dass dieser Film komplett mit Blender gemacht worden ist. Und das kann man schon merken, weil dieser Film schon sehr speziell aussieht und sich sehr speziell anfühlt. Und das ist etwa kein negativer Punkt, das ist sogar ein Pluspunkt. Denn eins der wohl besten Aspekten aus diesem Film ist die Atmosphäre. Wenn man keinen Dialog hat, keine sprechende Tiere hat, muss man sich etwa sehr stark ransetzen, dass die Animation, das Visuelle für sich alleine sprechen kann. Und boy, macht das Flow wie ein Master. Flow ist Masterclass, wenn es darum geht, visuell eine Story zu erzählen. Auch wenn keiner dieser Tiere ein Wort von sich gibt und manchmal nur selten etwa wirklich Töne, ein Miau oder was auch immer von ihnen kommt, weiß man genau, was sie etwa fühlen, was sie denken und was für Charaktere sie sind. Die Charakteranimationen sprechen so viel aus. Body Language ist was Besonderes, was sehr wichtig ist für geniales Acting. Vor allem, wenn wir etwa nicht etwa das Gesicht des Actors zu Gesicht bekommen, weil er eine Maske oder einen Helm trägt. Es ist definitiv einer dieser Aspekte im Acting, die sehr underappreciated ist. Noch underappreciated ist es in Animationen, denn Charakteranimationen sind extrem wichtig. Klar sind sie nicht etwas Allumgebe, aber wenn man geniale, superbe Charakteranimationen hat, die uns so viel sagen über den Charakter, dann ist man auf einen genialen und großen, guten Weg. Und das hat Flow überhäufigt mit all seinen Charakteren. Sei es nun die Katze, die mehr oder weniger unsere Hauptfigur ist, über die wir diese Welt mehr oder weniger entdecken, über die wir sie rennen, oder auch den Golden Retriever oder auch die ganz anderen Tieren. Alle haben ihren besonderen Charme zu sich und das ist einfach nur zu verdanken an die wundervolle Charakteranimation. Auch hochzuloben ist das Visuelle, wie gesagt. Das Visuelle spricht schon für sich allein wegen den Charakteren, aber auch das Lighting ist wirklich wunderschön. Man hat diesen wunderschönen Natur-Feeling in Animationsform so gut rübergebracht. Zwar ist bestimmt dieser visuelle Stil nicht für jeden was, aber für mich hat er was so wunderschönes an sich. Und das betont auch einfach die Atmosphäre in sich, die unter anderem sehr betont wird vom genialen Sounddesign. Das Sounddesign in diesem Film ist genial. Man hat definitiv dieses besondere Waldfeeling in sich, kriegt diese Vibes auch etwa richtig gut rübergebracht durch dieses geniale Sounddesign und das untermauert einfach nur diese Atmosphäre, die einfach nur wirklich genial ist. Ich finde, der Film spricht wirklich gut für sich selber. Also falls ihr die Chance habt, den Film euch in der nächsten Zeit mal anzuschauen, macht das halt mal. Es ist ein kurzer Film mit nur 90 Minuten, aber meine Güte, ist es auch einfach nur ein perfekter Film, wenn es darum geht, Visual Language zu haben. Manche Filme lecken es wirklich und haben viel zu viel Dialog, der nicht etwa wirklich viel dazu addet. Aber dieser Film weiß genau, was Film für eine besondere
besondere Sprache ist. Es ist eine visuelle Sprache größtenteils. Und so sehr es auch geniale Filme gibt mit genialen Dialog. Dasselbe geht auch für Animationsfilme. So doch liebe es einfach nur, dass diese Indie-Filme immer mehr Recognition bekommen. Auch bei solchen Verleihungen wie die Oscars. Ich bin zwar nicht der größte Oscar-Fan für viele Gründe. Ich denke, die Oscars sind deutlich überwertet und machen manche wirklich odd choices, wo ich einfach nicht verstehen kann, warum. Und ich bin extrem zufrieden, aber auch überrascht, dass dieser Film den Oscar für den besten Animated Feature in der diesjährigen Oscar-Verleihung gekriegt hat. Er war jetzt nicht meine persönliche Entscheidung. Ich hätte es doch lieber mehr DreamWorks mit The Wild Robot gegeben, aber es ist definitiv die zweitnächste, die ich etwa das gegeben hätte, weil meine Güte. Genialer Film einfach nur. Ich könnte einfach nur über die ganze Zeit schwärmen. Doch nun frag ich euch, findet ihr, dass dieser Film zu Recht den Oscar für den besten Animationsfilm aus dem letzten Jahr gekriegt hat? Oder würdet ihr das lieber The Wild Robot oder sogar Alles steht Kopf 2 geben? Lasst mich das doch und eure Meinung zu diesem Film gerne in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich aber schon mal. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.